Wer kennt sie nicht? Die ÖDP. Gut, zugegebenermaßen, die meisten unter euch kennen sie wahrscheinlich eher so gar nicht. Vielleicht schon mal den Namen gehört, aber was sie so wollen, das weiß man irgendwie nicht. Und genau deswegen schauen wir uns heute mal das Wahlprogramm der ÖDP an. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Und wie bereits erwähnt, geht es heute um die ÖDP. Und wie ihr wisst, ich telefoniere hier in diesem Format immer wieder mit den ganzen Vertretern der unterschiedlichen Parteien. Das ist heute natürlich nicht anders. Ich habe mich auch wieder versucht, an die ÖDP ranzuschmeißen und habe jemanden bekommen, und zwar den ÖDP-Generalsekretär. Und das ist Dr. Claudius Moseler, der mir heute zu 7 unterschiedlichen Kategorien Rede und Antwort stehen muss. Und diese 7 Kategorien sind Natur- und Umweltschutz, innere Sicherheit, Bildung, Gesundheitswesen, Familie, Digitalpolitik und auch die Flüchtlingspolitik. Wie immer, mein Handy ist parat. Ich schaue mal, dass ich ihn jetzt erreiche, den Herrn Moseler von der ÖDP, und müsste jetzt auch verbunden sein. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Moseler. Wir starten direkt mit der ersten Kategorie und das ist der Natur- und Umweltschutz. Wie sieht es denn aus? Was will die ÖDP? Gerade im Trinkwasser, Gifteier und Klimaerwärmung will die ÖDP in Zukunft verhindern. Gegen Gentechnik in der Landwirtschaft, gegen Patente auf Leben und für umfassenden Lebensschutz. Wir setzen uns zum Beispiel auch dann dafür ein, dass die bäuerliche Landwirtschaft erhalten wird und sind für eine an die Fläche gebundene Tierhaltung, für faire Preise und für ein Verbot von Glyphosat. Wir brauchen auf allen Ebenen qualifizierte Tierschutzbeauftragte und ein Verbandsklagerecht für die anerkannten Tierschutzverbände. Und die industrielle Massentierhaltung muss aus unserer Sicht der Vergangenheit angehören. Und daher möchte ich vor allem die ökologische Landwirtschaft besonders gefördert wissen. Und damit dieses alles störungsfrei umgesetzt werden kann, brauchen wir auch ein Verbot von Firmenspenden an Parteien. Gehen wir direkt weiter. Wie sieht es mit der inneren Sicherheit aus? Viele Bundesländer haben in den letzten Jahren massive Einsparungen im Bereich der Polizei und der Justiz vollzogen. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal. In diesem Bereich muss auch der Föderalismus ein Stück weit zurückgedrängt werden. Die Organisation der Sicherheitsbehörden wollen wir so gestalten, dass eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet ist, zum Beispiel durch einheitlichen Datenabgleich und Datenaustausch bei Straftätern. Ursachen des Terrorismus müssen natürlich nicht nur intern, also in Deutschland, konsequent bekämpft werden, sondern es muss auch durch außenpolitische Maßnahmen ausgetrocknet werden. Dazu zählen für die ÖDP ein fairer Welthandel und der Verzicht von Waffenlieferungen in Krisengebiete. Wie immer interessant für viele junge Menschen da draußen. Wie sieht es mit der Bildung aus? Ja, also zunächst mal fordere ich eine humanistisch ganzheitliche Bildung, die mehr im Leben steht und mehr Praxisbezug beinhaltet. In den Schulen brauchen wir daher vor allem kleinere Klassen, ausreichende Räumlichkeiten und eine zweite Kraft möglichst in jeder Grundschulklasse. Aber auch in weiterführenden Schulen ist das denkbar. Auch kleine Grundschulen im ländlichen Raum müssen erhalten bleiben. Der Zugang zu einer guten Schule und Ausbildung muss natürlich für alle möglich sein. Bildungseinrichtungen sind über öffentliche Mittel zu finanzieren. Auch die Freiheit von Forschung und Lehre muss durch eine ausreichende Finanzierung aus unserer Sicht sichergestellt werden. Kommen wir zum Gesundheitswesen. Welche Vorhaben hat denn da die ÖDP? Unpersönliche Massenabfertigung und die Zweiklassenmedizin lehnen wir ab, denn Gesundheit ist für uns keine Ware. Die ÖDP steht für eine gesetzliche Krankenversicherung, die alle einzahlen müssen. Für die Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege fordern wir vor allem mehr Wertschätzung durch eine bessere Bezahlung. Dann muss aus unserer Sicht auch der Hebammenberuf erhalten bleiben. Eine Privatisierung kommunaler Krankenhäuser wird es mit der ÖDP nicht geben. Wir setzen hier insgesamt auf eine gute Versorgung mit Ärzten und Krankenhäusern, auch in strukturschwachen Gebieten. So, 4 Kategorien haben Sie geschafft. Wir kommen zur nächsten und das ist die Familie. Welche Pläne stehen denn da so auf der Tagesordnung? Familien und ihre Leistung zu achten heißt für uns Familienarbeit, das heißt Erziehung und Pflege wertzuschätzen. Daher strebt die ÖDP statt des bestehenden Elterngeldes mit der einseitigen staatlichen Krippenfinanzierung ein einheitliches Erziehungsgehalt zumindest für die ersten 3 Jahre an. Das bedeutet für uns ungefähr 1.000 € im Monat. Dieses Geld können die Eltern auch zur Finanzierung einer Fremdbetreuung ihrer Wahl verwenden. Wir wollen also hier die Wahlfreiheit herstellen, ob Kinder selbst erzogen werden, ob sie in den Kindergarten gehen, in die Kinderkrippe, wobei, wie gesagt, das in den Kindergarten gehen natürlich sinnvoll ist. Die ÖDP hat kürzlich auch einen Beschluss gefasst, dass Personen, die über kein eigenes Einkommen verfügen, ein Grundeinkommen erhalten sollen. Dazu zählen vor allem Kinder sowie auch erziehende Eltern und Personen, die Angehörige pflegen. Der nächste Themenschwerpunkt ist auch immer ein sehr beliebter. Wie sieht es aus in der Digitalpolitik? Wir vertreten ein grundsätzliches Nein zum Aufbau einer Infrastruktur zur Sperrung von Internetinhalten, da dies
willkürlich ist und auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden kann. Trotzdem muss dafür gesorgt werden, dass beispielsweise Fake News durch gute Recherche der Qualitätsmedien und aller Verantwortlichen prinzipiell bekämpft werden. Hate Speech kann nur durch gemeinsames Handeln aus unserer Sicht in den sozialen Netzwerken bekämpft werden. In den Schulen brauchen wir daher im Unterricht ein stärkeres Eingehen auf Informationsquellen aller Art. Und dies sollte nach unserer Meinung auch ein fester Bestandteil der Lehrpläne werden. Und als letztes Thema die Flüchtlingspolitik. Welche Vorhaben hat denn da die ÖDP in Bezug auf die Zukunft? Also Menschen, die an Leib und Leben bedroht werden und zu uns fliehen, müssen gemäß unseres Grundgesetzes natürlich auch auf unsere Hilfe zählen können. Wer hilft, der darf aber auch nicht überfordert werden oder sich selbst überfordern. Und wer aufgenommen wird, muss auch auf Zeit integriert werden. Integration braucht also die Bereitschaft von beiden Seiten. Wer aber beharrlich gegen unsere Gesetze verstößt und schwere Straftaten verübt, der muss natürlich damit rechnen, dass er sein Aufenthaltsrecht hier auch verliert. Die ÖDP fordert restriktive Vorgaben für Rüstungsgeschäfte beispielsweise. Besonderes Anliegen ist es mir, unverantwortbare Waffenexporte zu stoppen, weil sie die Menschen bedrohen und Konflikte verstärken und so eigentlich die Migration immer weiter befeuern. Soweit also von der ÖDP und von Herrn Moserler. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Grundlegend ist die ÖDP sehr naturverbunden und ihr geht es auch viel ums Tierwohl und außerdem möchte sie die bäuerliche Landwirtschaft als auch die ökologische Landwirtschaft im Generellen fördern. In Bezug auf die Bildung will die ÖDP weniger Föderalismus, das heißt, der Bund soll mehr Verantwortung übernehmen. Außerdem soll die Bildung etwas praxisnah werden und mehr Bedienstete sollen kommen, auch im ländlichen Raum. Außerdem wollen sie eine Krankenversicherung, in die alle einbezahlen und zumindest in kommunalen Ebenen sollen keine Krankenhäuser privatisiert werden. Zudem sollen Familien mehr Freiheit bekommen und Integration soll auf beiden Seiten passieren. Jetzt wisst ihr so ungefähr, was sie wollen und ihr könnt mir jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mögt, ob ihr sagt, jo, die sind irgendwie gut oder sagt ihr so, nee. Außerdem auch nochmal vielen Dank für den tollen Support für die Wahlprogrammvideos. Hier sind ja schon viele Parteien abgegrast und zwei große oder besser gesagt 3 große fehlen noch und zwar die CDU, die SPD und auch die AfD. Ich bin momentan noch dran, die zu kontaktieren. Es sieht in Bezug auf die SPD gut aus, in Bezug auf die CDU auch. Bei der AfD könnte es auch passieren. Ich schau mal, ich bin auf jeden Fall dran. Das sind die letzten 3 großen Parteien vor der Bundestagswahl, die ich auf jeden Fall noch covern möchte und wenn ihr die sehen wollt, dann bleibt dran und abonniert meinen Kanal und falls ihr noch mehr Wahlprogrammvideos und Bundestagswahlvideos und sonstige Videos sehen wollt, dann klickt einfach hier, gebt dem Video auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüssi, euer Marvin.